Hallo zusammen, da ist Sarah. Ich ziehe mir meine Brille ab, dann seht ihr mich besser. Ich bin gerade am Warten auf Kokain. Und ich hoffe, es kommt gleich. Ich habe jemandem Geld mitgeben, das ich überhaupt nicht kenne. Aber ich glaube, es kommt schon gut. Druxal, Seroquel, Valium, Druxal, Druxal. Wenn ich alles nehmen würde, wäre ich 2 bis 3 Mal tot. Kann ich das aufnehmen, wenn du das sagst? Sarah, nein, das musst ja nur du wissen. Das ist nur eine Kamera. Das ist kein Mensch. Ja, aber es hat einen guten Film gegeben, das ist die Hauptsache. Aber nicht über Junkies, da kann es noch einen Scheißfilm geben. Absolut. Nein, vielleicht ist es ist wichtig, dass die Menschen die Realität mal sehen, wie die Realität ist. Das ist nicht dass Realität. Es Anständige gibt, dass es Junkies gibt, dass die auch existieren, dass die auch Gefühle haben. Das weiss wahrscheinlich jeder, dass die Gefühle haben, aber die wollen es ja zum Teil so. Ich habe kein Mitleid mit diesen Menschen. Cut. Wieso filmst du immer? Nicht immer. Aber Macht doch jetzt- Spass. Macht es Ja. keinen Spass? Ich habe noch nie gefilmt, ich weiß es nicht. Sieht man mir denn so gut an, dass ich ein Junkie bin, oder was? Weil ich meine, ich bin jetzt 28 und habe mit 16 angefangen, Sugar und Coke nehmen. Das heisst, wie lange bin ich schon drauf, Hugo? Rechne mal schnell. Warte mal schauen. 16 Jahre. 16 Jahre bin ich schon drauf. Nein, das kann nicht sein. Ja. 16 bis 28. 14 Jahre, gut, okay. Scheiße, ist verdammt lang. Aber für das sehe ich noch gut aus, oder? Weißt du, das hat meine Mama gesagt, als ich mit 16 von die Hause ausgezogen bin. Ich sei so gescheit gewesen, ich hätte Matura machen können, verstehst du? Und jetzt durch den ganzen Drogenkonsum und so sind sicher recht viele Gehirnzellen über mir geschädigt. Und ich bin lange nicht mehr so gescheit wie dort. Auf jeden Fall, ich habe das Zeug einmal nur anschauen und ich konnte es gar können. Sie hat immer alles schnell begriffen und ganz schnell können. Und das hat sie dann auch irgendwie weitergetrieben. Weißt, wieder etwas Neues, wieder etwas anderes. So ein bisschen. Es ist immer ein bisschen, wir haben immer gesagt, es ist ein Rebeli, schon klein und also ein bisschen ein Aufreisser einfach bei allem. Auf eine Art eben eine schurige, mutige. Und eben wissbegierig, neugierig. Sie hat immer alles genau wissen. Ihr hättest nichts so vormachen. Sie hat es immer gespürt. Und dann ist es gekommen, sich so zurücknehmen und ihm so ausrasten. Ich habe dir noch nie gesagt, es sei ein Muckenstich. Hast du der Schwester erzählt? Ja, und jetzt, aber nicht dir. Es sollte in den Scheisstag angehen, Mann. Ja, sie schon. Aber sie frisst es nicht. Ich will gar nicht über das reden. Es geht dir nämlich im Scheiß an, was ich ihr sage und was ich ihr nicht sage. Heb halt deine Augen auf. Ich habe so gut drauf Sie vertreibt es im Moment einfach nicht, dass ich ihr sage, hey, jetzt bin ich wieder abgestürzt, jetzt bin ich wieder abgestürzt. Ich will sie nicht anlügen, aber ich kann ihr nicht jedes Mal sagen, wenn ich abgestürzt bin, obwohl sie sieht es meistens an meiner Haut an, wenn ich abgestürzt bin. Aber auf jeden Fall, ich will ehrlich mit ihr sein, aber manchmal vertreibt sie die Wahrheit nicht. Und ich will sie auch nicht unnötig belasten. Darum habe ich ihr gesagt, es sei ein Muckenstich und nicht gesagt, es sei ein Abszess. Kannst du das ein bisschen verstehen wenigstens? Ich kann das nachvollziehen, weil ich habe das selber durchgemacht. Ja, eben also. Die alle Sachen, die vorgefallen sind und das Vertrauensmissbrauch und alles, ich meine, ich bin eigentlich immer zu ihr gestanden. Das heisst, soll schon auch etwas heissen, dass wir nicht nur Geschwister sind, sondern eben Zwillinge. Ja. Sie hat eigentlich immer alles das bekommen, was sie sich gewünscht hat, weil sie sich immer ein bisschen im Vordergrund gezwängt hat, auch viel ein bisschen der Mittelpunkt war. Und ich bin halt manchmal ein bisschen hinten angestanden. Und sie hat ein bisschen profitiert von diesen Sachen natürlich, oder? Also sie hat immer schon gezeigt, was sie will und ja. Und ich war mehr so ein bisschen die im Hintergrund.
Also ich denke schon, dass sie ein fröhliches Kind war. Mal, das glaube ich. Also, das waren wir alle. Wir hatten eigentlich eine sehr gute Kindheit, würde ich sagen. Auch sie. Sie hat mich nie irgendwie gedacht, als hätte sie Sorgen oder sonst welche Sachen. Eine schwere Kindheit wäre jetzt für mich irgendwie so ein Schicksalsschlag, der einem überrannt hat. Oder ja, oder so etwas. Aber das haben wir eigentlich nie gehabt. Also, Mutter und Vater haben sich ziemlich früh getrennt, aber da war sie eigentlich auch nicht so diejenige, die auch viele Probleme hatte oder so. Aber weisst, ich habe nachher ein paar Mal gedacht, das hat eigentlich zu einer Post mit ihrer Neugierde. Weisst, auch mit Einrad fahren, Klavier spielen, Leichtathletik, das wollen, das wollen, alles müssen ausprobieren. Und dass halt das einfach auch zum Ausprobieren war. Immer so. Alles müssen haben, alles müssen ausprobieren. Eben die Neugier. Ich weiss es auch nicht. Nein, ich habe noch Tisch also 1, und dann wieder runter. 2, 2. Ich habe den Velounfall gemacht und da unten an einem Kühne sehen die Narben. Krass, ja, das ist gleich. Ui, nein, schau dir den Schnitt an. Ja, das ist einfach. Oh, ui, das ist einfach mega tief. Krass. Jetzt. Yeah, baby. Baby! You! Oh. Try again! Don't give up, try again! It's my bed. Oh. Oh. Das ist ein falsch gehört. Tom, das Zeug mal. Liegt auch nicht drin. Nein, das ist so Zügeln überhaupt nicht. Ja, man kann Schattenbox weitermachen. Oh, ja, das ist mir fast ein bisschen ja. Ja, irgendwie. Da, das da. Ja, ich meine, das hat meine Mama sicher auch gesagt. Ich bin dort einfach ein bisschen krass.
Ja, aber ich war schon immer krass gewesen und ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin nicht auf die Welt gekommen und gefunden, ich will jetzt krass werden. Wirklich nicht. Ich bin es jetzt einfach geworden und vielleicht bleibe ich es mein Leben lang. Ja, so, es gibt schon Zeiten, wo ich mich mag erinnere, aber es ist schon viel unter und Dunstglocke. Weißt du, das Lustige ist eigentlich daran, dass die ganze Geschichte, dass irgendwie nie alle zusammengehockt bist und irgendwie gesagt hat, ja, was wollen wir jetzt machen? Also eben dort vielleicht einmal eben bei der Jugend-Drogenberatung bist du vielleicht mal zusammen gesessen und hast dich beredet, aber sonst ist es immer irgendwie so gegangen. Ich habe mal als Mami gehört, habe mit ihr wieder mal ein bisschen geschwätzt. Mit dem Papi rede ich eigentlich selten darüber, weil ja, ich höre auch gar nicht so viel. Ich habe nicht so mega Kontakt zu ihm. Und wenn ich mal meine Großschwester gesehen und den Brüder, dann heisst es vielleicht schon mal, ja, wie geht es der Sarah? Auf jeden Fall meine Zwillingsschwester, die mir immer zu mir gehalten, egal was war. Aber lass jetzt zu. Soll ein bisschen ruhig stehen bleiben, auf mit deinen schönen Augen drauf. Auf jeden Fall, wenn ich extrem konsumiert habe, merkt sie es mir schon an. Und dann will sie auch nichts mehr mit mir zu tun. Auch wenn ich offene Wunden im Gesicht habe, sagt sie auch, ich darf den Noah ja nicht küssen, weil ich Hepatitis C habe. Deswegen darf Sarah auch nur zu uns kommen, wenn sie nichts Neues hat oder so. Also wenn sie nicht aufgeschränzt hat oder keine Wunden hat und es ihr gut geht, dann ist sie herzlich willkommen bei uns. Aber wenn ich weiss, sie hat einen Absturz gehabt oder zu viel getrunken, dann ist meine Tür einfach zu, dann kommt sie nicht rein. Das ist so ein gewisser Eigenschutz, den ich einfach habe. Gell? Die mega viel saufen, Ja. die fallen plötzlich einfach tot um. Gell? Und die stinken aus dem Maul nach Alkohol. Gell? Und die sind meistens dick, weil sie so viel saufen. Ja. Ja, genau, so ist ein Besoffener. Film mich einmal, Schatz. Schatz, film mal schnell mich. Schliff mal da drin. Geht das mit den Händchen? Lass sie einfach nicht fallen, Schatz, bitte nicht fallen lassen. Ja, das geht also so. Und jetzt film mich einmal. Ich bin besoffen. Hoi noch. Hoi. Rausgewehen. Was willst du ihm noch sagen? Kannst du nicht irgendetwas Schlimmes sagen? Ich denke schon, dass er manchmal weiss, es ist etwas nicht so okay, aber über das wirklich checkt, hey, mit Drogen oder sie trinkt zu viel Alkohol oder so, das glaube ich jetzt weniger. Ich habe zwar schon gesagt, weißt, am Gini geht es nicht so gut, darum kann sie nicht kommen oder so. Das sage ich schon manchmal. Aber ich gehe nicht in die Details rein. Oh, mein Schatz. Gerade ich so lieb im Fall. Ich denke schon, dass er merkt, dass Sarah manchmal vielleicht ein bisschen anders ist oder irgend so. Oder wenn er manchmal fragt, wo ist sie, und du sagst, ja, sie ist in der Ferien. Also, bei uns heisst es viel, wenn sie auch im Knast ist oder irgendwas sonst. Sie ist halt in der Ferien. Hey, gestern das Konzert von Papi war so wunderschön, Mann, ich sag's euch. So gesehen, das ist jetzt mein Papi. Mein Papi, der Masseur. Yeah, cool. Scheiße, Mann, hat das gut getan. Hey. Genau das hat mein Rücken gebraucht. Hey. Ich fühle nicht dich. Das Training und so ist einfach geil, wirklich. Dann brauche ich die Massage. Und, hey, der Papi hat sogar gesagt, man sehe sogar die Muskeln am Rücken und dann spüre ich, dass ich wirklich trainieren tue. Hure geil. Auf jeden Fall habe ich ihm dann noch so gesagt, dass ich seit jetzt die 11. Woche sauber bin. Und er so, ja, und der zweite Schritt ist dann, das als selbstverständlich einzunehmen und das nicht immer allen zu sagen. Irgendwie, ich weiss nicht, was er da für ein Problem hat. Auf jeden Fall bin ich stolz drauf, Mann. Ich bin mal ein scheiß Junkie gewesen. Und jetzt bin ich 11 Wochen sauber. Hallo! Ich meine nur, zählt das nicht, Mann? Papi, siehst du das nicht, die Leistung? Ist das nichts in deinen Augen? Ey, wie kann man das als selbstverständlich hinnehmen? Ich verstehe das nicht, okay? Ich denke mir, sie ist wirklich, Sarah ist furchtbar verletzlich. Eben, wenn du nur einen Blick, der vielleicht nicht auf sie zugewendet ist, schon ist, hat man sie nicht gern. Und
Ja, weißt, und auch, wir haben ja eine grosse Familie, also meiner Seite. Und dann haben wir immer einmal im Jahresfest. Und da gibt es so viele Leute. Und dann Sarah schon müssen wir mal kommen. Und über die sagt sie, ich komme und ich freue mich. Und, das hat sie, und ich glaube, sie freut sich dann auch. Weil alle zu sehen, Cousinen und ich habe selber noch 5 Geschwister, die haben alle Familie und ich bin eine Menge Leute. Und dann sagt sie, plötzlich kommt sie nicht und sagt sie, nein, ich vertrage das nicht, wenn alle sagen, Sarah, was machst du jetzt? Und du könntest das machen und das machen. Und das vertrage sie überhaupt nicht. Das kann ich kann das wieder nachempfinden. Ist gut, aber sie hat das Gefühl, gell? Sie will dann gerade alles für sich und wie ein schiefer Blick. Und dann kann sie einfach sagen, niemand mich gerne. Wie du sagst, ihr schätzt gar nicht, was ich alles mache, und ihr wisst gar nicht, was für ein Kampf das ist. Sie weiss ja nicht, was wir für einen Kampf haben und alles. Darf ich auch noch führen? Du musst es nehmen. Aber ich meine, Leila ist auch ein verletzlicher Mensch. Und ich denke, ich staune immer, wie sie wieder Sarah so viel Zeit widmen und geben. Und das Vertrauen. Also, ich hätte immer gedacht, im Leben habe ich immer mehr Angst gehabt, Leila. Viel mehr. Und Sarah überhaupt nicht. Sarah ist immer so stark rübergekommen, so selbstbewusst, so sicher. Und Leila war immer so die... Also weich gsi, so ja, haben wir so naiv, so oberfurchtbar naiv, fast gerade Leila, wenn es noch die nicht mal verwünscht, so leichtgläubig fast, weisst, nicht nur vertrauensselig. Leila, jetzt, wo ich dich zurückkomme, gebe ich dich nicht so schnell wieder auf und her. Das musst du einfach wissen. Und ich lasse dich auch von niemandem mehr wieder wegnehmen. Von niemandem. Siehst du gesehen, wie viel das mit Leila bedeutet? Weißt du, ich habe gemeint, wenn ich super bin, wird alles einfacher. Dabei wird alles schwieriger. Oder was meinst du? Ja, schwieriger. Ich schaue es ein bisschen so an. Ich meine, jetzt musst du halt mit anderen Sachen fertig werden, wieder vorher. Ja. Und weil du nüchtern bist, kommen dir die einfach auch anders rein. Ja, okay. Wir haben ja Momente, wo wir das Nähe brauchen und andere, wo wir uns zurückziehen wollen. Das braucht jeder Mensch, gell? Aber wir wechseln das eben innerhalb von ein paar Minuten. Und weißt, ich liebe sie doch auch noch. Und einmal hat sie etwas Unschönes gesagt, was ich nie mehr vergessen habe. Sie hat gesagt, Sarah, du bist meine Tochter und wirst immer meine Tochter bleiben. Aber irgendwie interessiere ich sie gar nicht mehr. Weißt, irgendwie, sie meldet sich nie. Okay, ich könnte mich melden. Sie hat mir schon Briefe geschrieben, ganz tolle, liebe Briefe. Wo aber auch, das ist genau der Wechsel in Brief hinein. Auf eine Art Entschuldigungen, im nächsten Satz ein Vorwurf, Anschuldigungen und wieder sagen, sie liebe mich und wieder sagen, du hast mich nie geliebt. Alles jeder Satz wieder einfach anders. Ich kann ganz unbelastet auf sie zugehen. Es ist immer zuerst wieder das Abwarten und schnell so ein bisschen Taxieren. Wie ist es wirklich? Wie sieht sie aus? Wie sind die Augen? Eben, sind sie klar? Und wie redet sie? Und ja, wie echt das dann einfach das alles ist und wie es ihr geht, das spürt man einfach gerade. Und darum ist sie immer so wie so ein bisschen... Es hat immer ein Gräbchen zwischen die... So einfach ein bisschen Abstand. Ein bisschen. Aber ich will einfach den Kummer nicht mehr haben und habe ihn nicht mehr, weil wenn man ein bisschen loslässt, dann hat man es auch auf Abstand. Ein bisschen mehr Abstand einfach. Irgendwann wird ich meine eigene Familie, aber ja.
Also mit 15 bin ich das erste Mal von die Hause abgehauen, oder? Und dann habe ich meine Sachen gepackt, Wecker, ein paar Kleider und einfach eine große Tasche. Aber als ich abgehauen bin von die Hause und dann wieder retour bin, hat sie gesagt, nicht heute zuerst, sondern ich habe die Türen aufgemacht. «Hi Mom, ich bin wieder da. Geh ins Zimmer aufräumen, und zwar sofort!» Das erste Mal, als ich das gemerkt habe, ist sie mal, als sie zu Abend heimgekommen ist, wo sie ihre Handtasche einfach angeschmissen hat und überrufen ist. Und am Morgen ist die Handtasche so halb offen da gelegen und ich schiebe das rein und plötzlich sehe ich so ein Schächterchen, wo ein Flash drauf gestanden ist. Und dann dachte ich, ja, also wieso braucht es die so, weißt du, so naiv? Ich meine, das sind so Lämpchen für einen Fotoapparat, da hat man doch da draufschrauben. Und die haben auch Flash geheissen. Und dann habe ich das aufgemacht und gesehen, die Spritzen und sogar so ein Alkoholtupferli dafür und Nödeli. Das war so schrecklich, als ich das gesehen habe. Auf jeden Fall, ja, weil ich die Aufzüge gemacht habe und so und ein bisschen Larifari und so, mich nicht so konzentriert habe, bin ich dann nach 8,5 Schuljahren aus der Schule geflogen. Nein, nach 9,5. Genau, ich hätte die 10 noch machen. Ja, und dann war es noch krass. Hat der Lehrer angerufen und hat meine Mami ausrichten lassen, ich müsse gar nicht mehr erst in die Schule kommen. Ich soll sofort mein Zeug in die Schule packen und dann gehen. Und auch was Schulleistung anbelangt hat, ist sie dann eben da schwächer geworden. Sie hat die Aufzüge nicht mehr gemacht und ja, sich auch so langsam verändert. Aber sie hat ja immer so ein impulsives Wesen gehabt, dass man das Gefühl hat, sie hat ein bisschen Pubertät, Nachpubertät oder so. Dass sie das gab. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie harte Drogen nimmt, gar nie. Und ich glaube, bei ihr war es irgendwie so, vielleicht ein bisschen die falschen Leute kennengelernt. Die haben sie ihr angeboten, gratis. Und sie ist natürlich ein Gewundernäschen und wollte es probieren. Und hat dann gefunden, oh, so geil schreiben und weiss nicht was, ich muss weiter probieren. Also, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also, von meiner Sicht aus ist es einfach schwer, dass man überhaupt so etwas probiert. Ich hätte viel zu viel Respekt davor. Ich könnte es gar nicht. Ich bin ein Zirkusartist und das sind so Sachen, die ich einfach machen muss. Obwohl das Risiko da ist, dass es runterfällt. Aber das Risiko brauche ich und im Moment ist es standhaft. Obwohl ich weiss, es kann jederzeit kippen. Scheiße, Mann. Das hat mega die Parallelen zu meinem Leben. Ich habe eigentlich fast keine Farbe gesehen, einfach schwarz oder weiß. Weißt du, so schwarz-weiß denken, sagt das sicher was. Ja, einfach krass. Ui. Niemand kreist auf, der Welt ist für mich da, niemand! Und alle, die für mich da sind, sind tot, okay? Alle! Sorry, ich habe gerade eine verfuckte Scheiß-Krise. Ich mag nicht mehr. Ich habe das Reisen megamässig und stark. Ich will Alkohol trinken und so. Und ich will stark bleiben und darf nicht versagen. Obwohl ich 50 Stutz im Schrank irgendwo in meinem Portemonnaie. Ich könnte mir Drogen posten und mir so einen Fitz reinjagen. Aber gleich, ich mag einfach nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr, okay? So wie es jetzt im Moment läuft, passt es mir überhaupt nicht. Die scheiß Nüchternheit geht mir auf den Sack, Mann. Und mega schwierig für mich zurzeit. Und ich glaube, ihr alle könnt mich gar nicht verstehen. Niemand kann mich verstehen. Nobody. Höchstens jemand, der das selber mal durchgemacht hat. Das ist interessant. Also hier haben wir Heroin. Das ist, man sagt dem auch Sugar.
Hey, im Fall, ich meine nicht lachen, aber mit 15, als ich mit Drogen angefangen habe, mit Sugar, habe ich im Fall noch nicht gewusst, dass Sugar Heroin ist. Weil jedes Kind weiss ja so quasi, Heroin ist die schlimmste Droge, bla 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 bla. Auf jeden Fall, ich habe dort nicht gewusst, dass Sugar Heroin ist. Heroin ist lange nicht die schlimmste Droge. Ja, aber ich meine, ja, aber ich meine, wenn du dich noch nicht auskennst, weißt du einfach als Kind. Ich hätte mir Gedanken machen, wie das ja eigentlich jeder macht. Aber dort war es so situationsbedingt. Ich war in einem komischen Zustand und es war mir alles scheißegal. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich habe es einfach nur genommen. Ich habe schon gewusst, dass es irgendwie Drogen ist und so, aber da hat sich abtauchen und ein bisschen Probleme vergessen, Probleme zu Hause und Traurigkeit und ja. Und also wirklich, wenn sie das anschaut, wenn sie wirklich klein ist und sich selber, sie wird gröber verschrecken ab den Sachen, die sie ihr gegeben hat. Aber ganz fest. Und alles, was ich aufgenommen habe, den ganzen Tag schaue ich am Abend immer wieder an. Ich finde, du kommst einfach so anders über beim Filmen. Also weißt du, selber, ich meine, du steckst zwar in deiner Haut, du siehst dich ja aber nicht ja selber. Weißt du? Ich habe mich eben schon daran gewöhnt, mich zu sehen auf der Kamera irgendwie. Es ist wie eine Sucht geworden, das Filmen. Ich kann von niemandem aufhören mit dem. Schon? Ich meine, die Tapes, das ist mega krass und so. Ich komme einfach voll krank, abgedreht und schreibe überall und so. Und, ja. Ich rutsche wieder genau in die gleiche Scheiße rein, Mann. Ich weiss es. Und das kann es irgendwie nicht sein, verstehen Sie? Irgendwie mein ganzer Entzug kann nicht für nichts sein. Also er war nicht für nichts, weil ich ja den René kennengelernt habe. Aber darf ich vorstellen, das ist mein Schatz, der René. Du bist mein Engel. nachher treffe ich meinen Schatz und dann gehen wir heim und machen einen Knall und geniessen es, bla 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 bla. Und es kommt gut, Mann. Obwohl, nein, es kommt nicht gut, aber schon gleich, es muss ja nicht immer gut kommen, okay? Tschüss zusammen. Pulver, Pulver, Pulver. Eine geile Linie Cola, Cola, wir wollen Cola. Hey, das sind unsere Lieblingskäse-Toast, die wir immer essen. Das ist genial. So fein. Sie sind mega fein, gell? Aber bitte, Sarah. Lass ein bisschen auf mich. Okay. Wenn ich sage, bleib sitzen, bleib sitzen. Okay, ist gut. Weil in diesem Zustand ist nicht gut. Okay. Und nicht, dass du dir weh machst. Okay, Schatz, ich Bitte, akzeptiere das, okay? Es tut mir auch weh, wenn du dir weh machst, wirklich. Okay. Aber es war noch ein easy Abend, wir noch gute Gespräche hatten. Auf jeden Fall war es wieder mal ein Absturz und ich bin eigentlich nicht glücklich darüber, nur dass Sie es wissen.
wenn ich Drogen nehme und so, verliebe ich mich zwar, aber das Gefühl vergehen auch schnell wieder. Ich bin hure Stroh. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Mich mal. Ich kann das eigentlich nicht mehr machen, vor allem nicht mehr reinlassen. Aber ich muss jetzt einfach wieder Matur geben, Mann. Ich kann nicht anders. Sorry an meine Familie, sorry, nein, so der Halt im Leben bist du und der Noah. Das sagt mir auch viel, aber ja, manchmal merke ich es auch gar nicht. Aber dich, verdammt nochmal, liebe ich von ganzem Herzen, okay? Du auch, Mann! Ich akzeptiere dich nonstop. Nein, du akzeptierst mich eben nicht. Du akzeptierst nicht, dass ich vielleicht mal zwischen den Filmen hineinschauen wollte oder mal andere Sachen hören wollte. Ich habe doch immer gesagt, Schatz, sag, wenn du anderen Sound willst. Ich muss das aber immer aus der Nase ziehen, wenn du andere Musik willst. Du bist nicht fähig, das von dir aus zu sagen. Du bist nicht fähig dazu. So sieht es aus. Eben, ist wahr, Sarah. Mit so Sprüchen vergiss es. Schau, ich bin noch ehrlich schau, und die ich Kritik unterstütze, magst du hätte einfach gut nicht sein. ertragen Du jetzt im hörst zu, Moment. eben, ich gehe morgen. Okay, hat sich erledigt. Ich gehe morgen. Fertig. Schluss. Definitiv. Nein, gestern ist halt alles ein bisschen schräg gelaufen und so. Ist halt schon ein bisschen blöd gewesen. Ja, nur, es ist ja gleich. Das ist eine Erfahrung mehr. Ja, aber du hast natürlich auch extrem reagiert, als ich dich dann gekickt habe. Ja, so. Mich schiessen einmal gerade ein bisschen an. So. Ja. Also, weißt, ich weiss, ich habe mich nie prostituiert auf der Langstrasse. Ich war keine Nutte. Aber ich habe gleich ein paar Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen will, die ich vielleicht bereue. Oder die ich jetzt anders machen will. Ja. Kommt mir auch voll gut rein. Hugo, Baby. Nachher vernasche ich dich so. Ich verlasse dich so gern. Ich liebe dich so gern. Ich spüre dich so gern. Ich habe so ein Verlangen nach dir. Es kommt mega von Herzen. Und wenn ich küsse, habe ich mega Gefühl dabei, weißt du? Ich habe nie geliebt. Ich habe nur ausgenutzt und sie das Geld wollen. Das ist die Wahrheit. Okay, ich gebe es zu. Aber ich habe es auch nicht böswillig und mutwillig gemacht. Ja, vielleicht einfach situationsbedingt und weil ich Drogen gebraucht habe. Aber ich habe es nie mega böswillig gemacht. Weißt? Jemanden ausgenommen oder jemanden abgepumpt oder so. Das habe ich nie aus bösem Willen gemacht. Wie viel Geld hast du von mir bekommen? Ja, wie viel hast du mich gefickt? Also, sind wir wieder bei diesem Thema. Also, du bist Du hast mich gekauft. Du spielst Nutten für mich. Hallo? Nein, ich meine nur, du durften mit mir Jetzt habe ich schlafen. Hallo, jetzt habe ich ein Nein, Problem. jetzt lass mir zu. Jetzt Du habe ich ein durften mit Problem. mir schlafen. Nein. Dafür hast du mich unterstützt mit Geld. Und wenn ich mehr Geld gehabt hätte, wie du, lass zu, hätte ich dich unterstützt. Aber es war leider nicht so. Sarah, ich liebe dich heute noch im Fall. Und das weißt du ganz genau. Das weiss ich überhaupt nicht, nein. Ah ja? Ich habe dich unterstützt bis zum Gehen nicht mehr im Fall. Ja, für das wollte ich dir auch Danke sagen. Danke, Ah ja, was habe ich davon? Ja. La 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 la. Und ich weiss genau, wie ich ihn befriedigen muss. Sarah. Bitte nur einmal. Ich will... Und so und so. Und so. Das sind Szenen, die einfach zu intim sind, die ich da rausschneiden. Und obwohl sie vielleicht denkt, sie hat Kollegen, also wenn es hart auf hart kommt, dann sind die ja auch nicht da für sie. Darum sage ich ihr immer, Sarah, auf so Kollegen kannst du eigentlich schiessen, wirklich. Die sind nicht da, wenn es dir mal schlecht geht. Die sind höchstens da, dass wenn dir schlecht geht, dass es dir noch schlechter geht. Indem sie dir Drogen gratis geben, dann finde ich, Lukas auch etwas rupfen zu haben. Und also, das sind für mich einfach keine wahren Freunde. Das sind sie für mich nicht.
Das habe ich noch nie gehört. Weil dort ist sogar Besuch hinter der Scheibe. Kann man saufen, Mann? Ich weiss. 1, 2, 3, 4. Und dort hat sie eine Pumpe bekommen durch die Anwalt. Ich bin da. Hey, pass auf, Mann. Ich sehe dich nicht. Man sieht uns allein. Nein. Du kannst den Rest zusammenkratzen. Ich brauche Maximum 10 Milligramm am Abend. Komm, steck den Finger in den Kotze. Hey! Hey! Ja, also, Ich hatte zum Beispiel mal einen Tag, da haben ich und ein Kollege sicher 500-600 Franken durchgelassen, ja, für Drogen im Tag. Ja. Ich meine, auch eben, wenn irgendetwas war oder so, ich denke immer daran, wie geht es ihr, was macht sie echt. Und, ich will eigentlich ihr immer helfen. Und wenn ich manchmal einfach ein bisschen gemein bin zu ihr, das hat nichts damit zu tun, dass ich es schlecht meine, sondern ich will ihr eigentlich nur helfen. Nur weiss ich halt nicht, wie es ist, wenn du wirklich drogensüchtig bist. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich die Hölle auf Erden ist oder wie es ist, wenn du unbedingt etwas brauchst zum Konsumieren und alle Leute anhaust, eben, ob sie einen Stutz haben oder zwei. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Aber ich will es eigentlich nie erfahren, nie. Ja, also... Vielleicht lernt man es kennen und kommt rein. Ja, und dann hat man den falschen Weg eingeschlagen und wählt immer wieder den Weg, weil man ihn kennt und vertraut ist. Und ja, das ist mein Abenteuer. Und wenn es negativ ist, dann schlussendlich wieder, ja. Hey Leute, wir haben jetzt Drugs aufgetrieben, 2 Gramm Koks, voll geil, Mann. Ich mache jenste Fits und ich habe auch Ammoniak daheim und eine neue Basspfeife gekauft. Ein bisschen geil bassen, ein bisschen fixen, ein bisschen kiffen, Mann. Es kommt voll gut und ich freue mich drauf. Yeah, Mann, yeah. Geil, Mann, ich melde mich später noch, Mann. Bis später.
genau, das hasse ich, das ist scheiße. Lass noch Zeit, Sarah, mit keinem Stress. Also schau. Die finde ich sieht geil aus da. Aber es wird was. Ich kann sie nicht weich. Mal jetzt schau. Nein. Ich habe gerade den Abgelacht. Jetzt habe ich sie. Nein, ich habe sie nicht. Fuck, ey. Scheiße. Aber irgendwie kommt doch gleich Blut. Jetzt. Weißt du, was ich probiere neu so? Das hat gar keinen Sinn so. So. Jetzt blutet es halt vielleicht ein bisschen. Ja, jetzt hast du sie. Nein, ich habe sie nicht gehabt. Oh, verdammt nochmal. Oh, Scheiße, fuck. Easy. Jetzt. Jetzt, ja. Rein mit. Oh, geil, ich habe sie getroffen. Also weißt, ich sag mir immer, obwohl ich manchmal hässig bin auf Zara und so enttäuscht bin und so, ich meine, ich liebe sie abgöttisch. Und ich meine, ich habe ihr viele Jahre einfach versucht zu helfen. Und wenn du selber merkst, du redest an eine Wand hier oder sie macht sowieso nicht das, was du sagst, dann habe ich manchmal lieber klappen und finde, ja gut, dann mach und schau selber, was du willst, oder? Und jetzt finde ich einfach, jetzt im Moment, ich meine, ich kann es jetzt so machen, dass ich mir nicht ewig Gedanken machen muss, was sie macht. Nach einem scheiß Sugarknall hat der Hugo mega Mühe mit Schnaufen und ich mache mir mega Vorwürfe. Und der hat uns noch versäckelt um einen Lappen Weisses. Und das sollte heute noch ankommen. Und ich hoffe einfach, dass der Hugo regelmäßig geschnauft, dass er mir nicht abverreckt hat. Und ich halt etwa ja gefixt und so. Ja. Er war auch dabei. Und irgendwann hat er dann auch wollen. Und dort, eben, also am Abend, habe ich ihm mal einen Knall gemacht. Er war einfach zu deftig, obwohl ich nicht so viel rein tun. Ja, und ich kann ihm immer sagen, er soll wieder schnaufen. Ich mag mich so erinnern. Oh. Schnaufen. Nein, ich habe das irgendwie so lange gemacht, entweder bis ich eingeschlafen bin, ich weiß gar nicht mehr, oder bis er regelmäßig geschnauft hat. Nein, es war dann glaube ich wieder okay. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen aufgewacht. Jeder Horrorfilm ist für mich nicht schlimm, weil ich weiss, es ist ein Film, weil ich habe schon Zeug gesehen, live, wo echt krass ist. Ja. Ja, krank, he? Bin ich drauf? Ja, schlang. Nein, bist nicht drauf. Noch nicht. Auf dem Bild schon, aber sonst noch nicht. Nein, ich lache sicher nicht, nein. Sicher so auf? Ja, mach ich. Stehst du nicht dazu, oder was? Mal, aber ich Was habe dich denn ausgelacht, jetzt? weil Weil ich mir das Gesicht so verziehe, ja, gell? dann habe ich gesagt, nein, ich lache sicher nicht. Bei so Sachen. Und wir kommen auch nicht im Kino, nein. Und Wer weiß? Schon. Ich bin auf Sauf jetzt mal! Ja! Jetzt ist das Tape nämlich gerade fertig. Ja. Die Valium. Und Wodka. Ja, und du hast einfach andere Gefühle, so künstliche, einfach nicht ehrliche, nicht positive, so vorübergehende Gefühle und am nächsten Tag extrem krass andere Gefühle und vom einen Extrem ins andere Extrem und Yeah. Standby. Geil. Yeah. Das letzte Mal hast du es da.
Also ich finde so etwas von positiv. Ich habe mich ein bisschen in dich verliebt. Vielleicht ist es auch nur wegen der Aufmerksamkeit. Wie meinst du die Aufmerksamkeit? Ja, weil du so lieb zu mir bist und ich so mich sorge. Ja, aber ich glaube, ich liebe dich wirklich ein bisschen. Du bist so lieb und so sympathisch zu mir. Ich habe noch nie so einen Menschen erlebt. Du hast nicht mal gesagt, fick dich, du Arschloch oder so. Fick dich, du Arschloch, Mann. Das war deine Sache. Ich weiß gar nicht, was zwischen euch gelaufen ist und so. Zwischen uns ist das gelaufen. Wir wollten einen Cocktail machen, von mir ein Gocki gekommen. Ich bin's nicht, okay? Von ihm 20 Bruns. Okay, auf jeden Fall habe ich nicht getroffen und er hat am Schluss... Laberst nicht rein, ich laber von mir. Ich laber von mir. Nein, ich laber von mir. Akzeptiere das, sonst kannst du da bleiben, du Arsch. Auf jeden Fall haben wir beide nicht getroffen und ich habe ihn Pumpi am Schluss noch rausgezogen, weil ich gesagt habe, ich will noch ein bisschen. Auf jeden Fall ist ihm das Vollschreck reingekommen. Und er so, du hast mir meinen Knall verdorben, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Auf jeden Fall habe ich gesagt, fick dich einfach, du Arschloch. Auf jeden Fall, ich habe einen Knall gemacht. Und dann habe ich gemerkt, meine Augen sind einfach so komisch. Aber es ist noch nichts passiert. Ich habe einfach gemerkt, meine Augen sind einfach komisch. Und nachher bin ich ein bisschen daheim und so. Dann bin ich oben runtergekommen und irgendwann raus. Und dann bin ich im Bus hinein, ich weiss noch. Sorry. Und dann plötzlich, ich habe mal so raufgeschaut und meine Augen, sie sind nicht mehr runtergekommen. Ich habe immer mal so raufschauen, so wie ich Krampf. Ich habe die Augen nicht mehr runtergebracht. Ich habe gedacht, ui, nein, alle Leute sehen mich jetzt so schlimm. Ui, nein, voll Paranoia. Echt krass. Ich war so froh, als ich aussteigen konnte. Ich habe gar nicht mehr richtig gesehen. Ich meine, schaust du nur noch rauf. Gut, den Blick für du hast schon auch, aber ja, krass. Und nachher bin ich von Hause. Ich war so verzweifelt, ich bin einfach ins Bett gelegen und habe einfach die Augen zutun. Hey, gestern muss mich anscheinend so umgerührt haben. Der eine hat erzählt, ich habe die Hose verloren, sei umgekehrt und sei es wieder aufgezogen und sei wieder umgekehrt. Warum bin ich jetzt in Zürich? Wir sind immer noch zu Winter. Komm, nimm die Taschen auf die andere Seite und häng mir rein. Ja, stimmt. Es bringt nichts, ich weiss es eigentlich. Jetzt haben wir da so Ritalin reingelassen und ich muss sagen, es ist noch geil eingefahren. Ich habe auch gut getroffen. Ja, das wäre eine Alternative für mich, für die Zukunft, dass ich aufs Koks könnte verzichten und dafür auf Ritalin einfach umsteigen. Oh, Ja, Lady, alles klar. Ja, sicher. Voll auf Koks. Heute machen wir es uns voll gemütlich, gell? Ja, sicher. Weil das Gift habe ich noch. Ja, Habe ich schon einen gebaut eigentlich? Ja, nein, den haben wir schon geraucht. Ich habe ja gesagt, dass mir das Mühe macht, dass ich Mühe habe mit dem. Und ja, und es ist wirklich so, das macht mich traurig. Und ich sehe mich nicht gerne so. Und es ist einfach übel. Ja, ich möchte es eigentlich gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ja. Kein Witz. Ist wirklich kein Witz. Also, Leila. Da hat es so Leute gehabt, weißt, so mit Rasta und so. Ja, nein. Mann, du bist mir das Wichtigste, das weißt du, aber irgendwie, ich weiss auch nicht. Ja, aber es war nie mehr so, Mann. Es ist wieder mal eine Ausnahme. Kannst du mal anschauen? Ich habe den Stock vergessen. Und ist logisch, wenn sie konsumiert, dann ist unser Kontakt immer ein bisschen weiter und dann geht immer weiter auseinander und noch weiter und noch weiter. Und ich habe ihr einmal gesagt, Sarah, wenn du so weitermachst, dann werden wir irgendwann gar keinen Kontakt mehr zueinander haben. Wenn ich wieder sehe oder höre oder eben, wenn wir im Spital manchmal so jemanden haben, da komme ich auf dem einmal so eine Wut über und auf mich aber auch wieder. Weil ich habe immer das Gefühl, ich sei ein Versager ihr gegenüber.
Ja, habe ich immer wieder. Ich glaube, die Mami hat sich wahrscheinlich schon Schuldgefühl gemacht. Oder gedacht, wieso? Also weißt, das hätte ich anders machen können. Also ich meine, jetzt, wo ich selber einen Sohn habe, weiss ich, wie du empfindest für dein Kind. Und ich kann mir gut vorstellen, was ihr alles durch den Kopf gegangen ist. Aber weißt, meine Mutter ist eigentlich so eine coole Frau. Warte schon, meine Mutter ist so eine coole Frau. Sie ist schon recht alt zwar. Ja. Sie ist einfach krass. Ich weiss nicht einmal, wie alt das meine Mutter ist. Ich weiss nicht, wie alt das mein Vater ist. Ich weiss nicht, wann sie Geburtstag haben. Ich weiss es nicht. Frag's doch mal. Was mache ich jetzt? Oder wo habe ich versagt? Wann habe ich versagt? Und wieso? Was hätte ich anders machen sollen? Da kommt mir dann so ein furchtbares Zeug rein. Und ich weiss eigentlich, ich bin nur noch gefrustet. Ich bin froh, wenn ich in den Zug kann und ein bisschen Abstand kann von dieser scheiß Realität. Ich weiss nicht. Es ist ja auch eine Flucht von der Realität, ja. Das Flüchten in eine Traumwelt, so. In ein Verdrängen auch von Gefühlen und ja. Ich weiss zwar, dass ich das erlebt habe und so, aber ich habe das, glaube ich, auch schon ein bisschen verdrängt. Ich glaube, ich bin voll Meister im Verdrängen. Idiot hat mich verloren. Huren Idiot, Huren Arschwichser. Ich würde ihm nur sagen. Konkret, ich muss gar nicht einfach mal Ich habe von mal gehört, dass sich so Krebskranke und so ein bisschen aufregen. Also eine hat mir das mal erzählt, weil die haben einfach Krankheit, oder? Und ja, wir machen sie wie selber. Das ist schon krass, nicht? Also, was ich vielleicht Angst hätte, also wenn ich mich nie reingemischt hätte oder mich immer wieder melden bei und dann fragen, wie es geht oder sagen, nein, komm, mach das nicht oder das auch nicht, sonst ist irgendetwas nicht so gut. Ich glaube, also, ich sage es mal krass, vielleicht wäre sie schon lange gar nicht mehr da. Ich meine, wenn sie niemand mehr hat von unserer Familie, dann muss ich auch sagen, wer gibt ihr dann auch noch ein bisschen Halt? Also, ich muss sagen, das ist vielleicht schon mal eine kleine Aufgabe in meinem Leben. Oder ich schaue das als kleine Aufgabe an in meinem Leben, dass ich will ja eigentlich da sein für sie. Nur irgendwo hat es eine Grenze, wo ich muss sagen, hey, nein, das geht mir jetzt einfach zu weit. Das liegt gar nicht in meiner Macht, irgendetwas zu machen. Also, ich kann nur sagen, heute war es zu viel. Ich mag einfach nicht mehr. Ich habe zweimal gebrüllt heute. Und heute war es einfach zu viel. Ich mag das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr vertragen. Dann bleibe lieber sauber, wieder mit so Scheiß-Deals machen. Ganz einfach. Und mein Freund, den ich dabei hatte, ist mir noch in den Arsch gekrochen und hat mich nicht verteidigt. Obwohl ich es verstehe, weil er auf den Scheiß 5 Jahre angewiesen ist. Nein, eben nicht. Oh doch, du bist... Ja, nein, jetzt habe ich... Heute bist du darauf angewiesen, ganz einfach. Okay.
Hey Leute, ich muss euch einfach sagen, ich mag einfach nicht mehr. Heute war es zu viel und heute war einfach zu viel. Wenn ich jetzt 32 Quellen hätte, würde ich es fressen. Und ich würde in eine andere Welt eintauchen und bei Gott landen. Ganz einfach. Dann würden wir entweder sagen, Sarah, So ein Scheiß. du hast zu viel Scheiße Es gebaut. wird wieder gut, alles. Du hast zu viel Scheiße gebaut, du kommst in die Hölle, ganz einfach. Dann ist mein Schicksal. Wer kommt in die Hölle? Ich. Du? Wegen wieso? Oder. Was hast du gemacht? Oder. Geh mal schnell weg, bitte, sonst habe ich kein Licht. Also Mehlvertrag ist schon Oder er wird sagen, Sarah, ich habe verstanden, du bist verzweifelt gewesen, du hast nicht mehr mögen und darum nehme ich dich in meinen Himmel auf, okay? Jesus, wenn ich mal sterbe oder ich mich selber umlande, ich bitte dich, nimm mich in den Himmel auf. Ey. Das ganze Leben strebe ich nur auf das hin. Und ich konsumiere nur Drogen, weil ich meine Scheißgefühle nüchtern nicht ertrage, ganz einfach, okay? Verstehst du das? Ich mag einfach nicht mehr und gleich werde ich mich selber umlassen. Meine Familie wird über mich hinwegkommen, wie es eine Erleichterung ist für sie, wenn ich nicht mehr da bin. Dann müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. Bla 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 bla. Auf jeden Fall, ich mag nicht mehr und das soll die ganze Welt wissen. Wenn sie wieder sagt, ja, weißt, wenn sie einmal das Thema auch hat, sie will nicht mehr leben, sie will sterben und so. Und, das ist für mich mega krass, wenn sie über das schwätzt. Wenn ich auch dabei bin oder mit mir am Telefon kann sie auch so schwätzen, weißt, vielleicht gibt's mich mal nicht mehr. Sie will jetzt ein Testament schreiben. Und ja, ich sehe das schon ziemlich krass, weil also, ich habe ihr zwar auch schon gesagt, Sarah, schau, wenn du sterben willst, wieso machst du es nicht einmal richtig? Dann mach es mal richtig, wieder immer leiden. Ich habe gesagt, du leidest ja nonstop. Hast dich wieder geschnitten, hast wieder ein paar Narben mehr. Du wirst schon wieder ein bisschen abgestempelt von unserer Gesellschaft. Oh, die Narben da, ui, was hat die echt einmal gehabt und so. Ich meine, im KIZ, Kriseninterventionszentrum, Bleicherstraße, Wülflingen. Ja. Eben, und ich hatte Depressionen. Es ist mir einfach schlecht gegangen. Ich war so in einem Loch. Ich bin einfach nicht mehr rausgekommen. So, wie in einem dunklen Tunnel und ich habe das Licht nicht gesehen. Echt übel lang. Ich war fast 2 Monate drin. Und ja, mega Suizidgedanken und so. Und für mich, weißt du, so als Gefühl ist aufgekommen, so wieder versagt, selber versagt, weil ich wieder einen Scheiß gemacht habe, weil ich die Regeln gebrochen habe. Übel, ich habe das einfach so schon viel erlebt und gleich passiert es immer wieder, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Und nachher, eben, das Gefühl, es war so negativ, so scheiße und dann bin ich einfach ein bisschen durchgefallen, ja, auch weil ich noch gesoffen habe dazu. Ja, und depressiv war und schlechte Gefühle hatte und schlechte Emotionen und so. Dann bin ich die Stege drauf getrampelt, ins Zimmer, Tür geschlitzt. Und dann, ja,
habe ich einfach nicht mehr gewusst, was machen. Ich hätte auch aus dem Fenster gumpen. Ich habe noch überlegt, entweder gumpe ich jetzt aus dem Fenster, aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Ich habe lieber etwas gemacht, das ich schon kenne. Dann habe ich so die Rasierklingen verstampft und so die Schnittblätter rausgenommen. Und dann habe ich da oben angesetzt, geschnitten. Wirklich mit all meinem Frust, mit all meinem Hass, mit meinen Todesgedanken, einfach alles zusammen. Und jetzt finde ich, die Ober ist fast grösser, also recht tief. Aber es hat nicht geblutet. Ich weiss, hure schräg, aber ich habe einfach Blut gesehen und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Und dann ist kein Blut gekommen. Und dann habe ich unten einmal angesetzt, noch fester geschnitten und ich habe ich kann das sonst nicht, weil ich so schmerzempfindlich bin, aber dort ich habe keine Schmerzen gespürt. Und dann habe ich nur gespürt, ich habe glaube da eine Vene getroffen oder eine Arterie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Irgendetwas habe ich getroffen, oder? Ja. Und dann habe ich eigentlich nur keinen Schmerz, sondern nur gespürt, wie das warme Blut mir eigentlich den Körper durchläuft. Ein schräges Gefühl. So warme Soße, die abläuft. Oh, krass. Alles Gute. Gehen Sie jetzt, oder? Ich gehe, ja. Die von Thomas. Haben Sie sich sagt, gell? Jawohl. Okay, und ja, das ist nicht passiert. Ja, ich schaue. Ich will es mir auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn es uns mal nicht mehr gibt. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber es wäre, glaube ich, schon mega krass. Mhm. Wenn ein Zug kommt, hätte ich die Möglichkeit zum Gumpen. Aber ich weiß es nicht, ob ich sie. Irgendwie auch schon noch ein bisschen am Leben. Es sind sicher jeden Tag noch Gedanken. Weißt du, eben so, wenn ich gesagt habe, ich tue jeden Tag für sie beten, also einfach sie. Dann nachher ist es schon immer da. Du versuchst immer einen positiven Gedanken zu schicken. Sonst sagst du, es ist gut. Ja. Hi. Oh, du Slow, der Lelli. Schaut, wie die Sonne kommt. Mega schön, urschön. Die Sonne kommt raus. Jetzt fahre ich auf Zürich. Ich freue mich mega dort an Zürich. Es kommt voll gut. Mal schauen, den schönen Bach an, da, die schöne Natur. Voll fett, Mann. Yeah. Ich stehe auf Natur, ich stehe auf Wälder. Sind so einfach rein, wie die Sonne durchdrückt. Lola, cheers. Proschli, Ginny. Auf den Geburtstag. Geburtstag.
Geburtstag. Schöne, alles Gute. Ich bin so kleine Pizza. Und dann, ja, und dann noch so ein extra fürs Blech. Ja, Käse hat. Zuerst, liebe Sarah, zum Geburtstag und für die nächsten 365 Tage viel Glück, Willensstärke und Durchhaltevermögen wünscht dir Mom. Sie hat eine wunderschöne Schrift und wow, oh schön. Und eben das Wichtige ist eigentlich, was ich euch jetzt zeige, da hat es eine Spritzkante drauf. Da vorne ist ja noch nicht gegossen worden. Das ist wie jemand, der da ist, zum Beispiel die Mami, wo Wasser hat zum Geben, wie Liebe eigentlich zum Geben, oder? Und da ist ein Pflänzchen, wo nichts wachsen kann, weil es wie das Wasser in dem Fall eben die Liebe noch nicht bekommen hat. Und schaut, was jetzt passiert. Eben. So, da ist die Spritzkante. Und schaut die Herzchen, sie hat nämlich am Blümchen Wasser gegeben. Und schaut, was aus dem Blümchen gewachsen ist. Herz. Ein Herz sind aus dem Blümchen gewachsen. Das heisst, wenn man Liebe und Freundschaft und alles, Familie und so gießt, mit Liebe, dann wächst das Liebespflänzchen. So, oh, so wunderschön, so krass. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Ich finde es sehr schön, was der Paulus sagt. Er sagt, betet ohne Unterlass. Ich bin nicht ein Better in dem Sinn. Aber ich bin in Gedanken, bin ich viel mit Leuten, die mich beschäftigen, auch mit dir. So, wenn ich laufe in der Stadt, wenn ich fahre mit dem Auto. Okay. Oder auch wenn ich daheim sonst dann irgendetwas im Lesen bin. Das verstand ich unter Betet ohne Unterlass. In 99 Jahren sind fast alle Menschen, die jetzt da rumlaufen, nicht mehr auf diesem Erdboden. Wo sind sie denn? Bei Jesus im Himmel. Hast du das mal überlegt, wo sie sind? Beim Jesus im Himmel, Mann, checkst du es nicht? Jetzt hat mir gerade die Mutter von der Claudia angerufen. Ihr mögt euch an Claudia erinnern, oder? Sie, wo ich mit ihr, wo ich Sex hatte, wo ich mit ihr rumgeknutscht habe und so. Und jetzt hat mir ihre Mutter angerufen und hat mir gesagt, Claudia sei am 10. Oktober sei sie eingeschlafen, sie sei gestorben. Es hat mich echt mitgenommen. Ich gehe jetzt ins Bett und bete für sie. Ja, Claudia. Oh. Big girl. It's not a big thing if you leave me. Ja.
Der René, in dem, wo ich mich verliebt habe, in den Haaren, er ist gestorben, Ja, jetzt ist er tot, hä? Die Zeit ist vorbei. Ich finde das so krass, irgendwie. Es ist so strange, wirklich so krass. In Zukunft einfach denken, also ich sage immer, rauslassen statt reinlassen. Das sage ich immer irgendwo. Das heisst für mich, dass wir aktiv sind oder dass wir etwas machen zusammen. Ob es ein Sport ist, zusammen ehrlich sind. Oder zusammen schwimmen gehen. Ja, können wir. Das können wir ja. Es geht mir einfach nicht gut. Ich fühle mich so allein. Ich will doch nur mal ein bisschen Liebe oder will mal in den Arm genommen werden oder so. Und ich fühle mich sehr, sehr, sehr allein. Ich meine, ich weiß schon, Gott ist immer da, aber ich fühle mich trotzdem allein. Hallo miteinander, das ist Sarah. Ich bin seit dem 3. Tag jetzt hier in der Klinik. Ich mache einen Entzug durch, oder? Das ist jetzt das nächste, zweite Weg. Ich mache einen Entzug durch. Ich habe kein Bett mehr, ich habe kein Bett mehr, ich habe kein Bett mehr, ich habe kein Bett mehr. Ich habe lediglich Sirdalud gegen Krämpfe, eins am Abend und 1,5 auf die Nacht. Und ja. Seroquel habe ich letzte Nacht eins ganz kleines genommen. Weil ich wache seit 2 Tagen immer mega auf, weil ich so entzügig bin. Entzugsmässig, ich schwitze mega und früher gleichzeitig. Und bin mega spitz, immer mega spitz, auch jetzt. Voll krass. Und Scheiße, gerade jetzt besonders. Oh. Ja, auf jeden Fall. Finde ich etwas komisch. Also ich habe sicher schon
12 bis 13 Entzüge gemacht. Also fast jedes Jahr einen. Ein bisschen negativ, weil ich viel abgebrochen habe, aber gleich ein bisschen positiv, weil es zeigt, dass ich immer wieder auf der Suche nach einem sauberen Leben bin. Ja. Ich habe nicht den Cola da rein, heute irgendwie. Heute hatte ich einen bösen Ausraster, weil ich irgendwie den Arzt falsch verstanden habe, wegen dem Filmen. Und dann bin ich noch so Entzügig dazu und wollte Volleyball spielen. Und wegen meinen verstochenen Armen durfte ich dann nicht Volleyball spielen. Und dann bin ich am Boden gehockt und habe mega rumgeschrien. Und so. Die anderen haben es sehr blöd gefunden, aber es geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Ich bin nicht wegen diesen Leuten da, sondern ich bin wegen mir da, wegen meinem Entzug. Und ich glaube nicht, dass ich jemand anders auf den Film nehmen. Aber niemand ist zu mir nachher und hat gesagt, hey Sarah, das habe ich blöd gefunden. Niemand hat den Mumm gehabt, niemand. Aber hindurch bla bla machen, das kennen ihr ja. In so Entzugsstationen wird hindurch so viel bla bla gemacht und vorne durch können sie ich schwitze wieder, können sie die Sachen nicht ins Gesicht sagen. Also jetzt bin ich wirklich recht entzügig, ich muss sagen. Ich wüsste ich bin echt ein Memme, was Entzüge anbelangt. Ich habe zwar schon so viel gemacht und ich habe in meinem Leben schon so viel durchgestanden, wirklich harte Sachen und so, aber ich bin einfach ein Memme, ich ertrage keinen Schmerz und ich hasse Entzüge zu machen, aber ich muss jetzt einfach, weil ich sauber bleiben. Sauber sein, meine ich. Ja, ich will einfach sauber sein. Ich will nur eins kiffen, oder einen fetten Uhr am Knall mir sitzen. Ich habe so Bock zum Konsumieren. Ich würde am liebsten gehen und abbrechen, echt alles hinschmeißen, aber ich kann nicht. Und weißt, was ich ja auch zeigen will, eben, wie krass das ist und so. Also ich will es nicht zeigen, man sieht es einfach, wie krass das ist. Aber auf der anderen Seite dann auch, dass man sich changen kann, wenn man Entgiftung macht. Obwohl, man braucht vielleicht mega viele Anläufe, aber man muss immer wieder an sich selber glauben, Motivation und Kraft finden und ja, kämpfen. Und dann geht es einem besser und ja. Und ja, ich glaube fest daran, dass man es schaffen kann. Sauber zu bleiben. Ich meine, das habe ich ihr schon immer gesagt, sie verbockt ihr Leben gottsjämmerlich. Gottsjämmerlich, ich meine, so Therapiestationen eben hart, Entzugsstationen auch. Ich meine, sie ist auch schon einmal rausgeschmissen worden oder zweimal, aber das ist nur, sie hält sich nicht an die Regeln. Und ich weiss, ich habe diese Fehler gemacht. Und das kann ich auch nicht mehr rückgängig machen. Ich habe das gemacht und ja, ist jetzt so. Aber ich merke es, dass ich die Fehler gemacht habe und ich sehe sie auch ein, das habe ich auch am Telefon gesagt. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt, mal die Erkenntnis haben. Es klingt jetzt vielleicht mega geschwul, aber ich will es eigentlich in Zukunft besser machen. Und ich glaube, seit ich draußen bin, dass ich das schon besser mache. Also besser, nicht besser, anders einfach. Hello again, people. Ich bin austreten vom Klinik Schlosstal und so genau jetzt. Und genau jetzt kommt so eine scheiß Putzmaschine, wo ich am Filmen bin. Eben der Aufenthalt, wenn ich so zurückschaue, war ein guter Aufenthalt. Ich bin von meinen Suizidgedanken weggekommen. Es geht mir psychisch viel, viel, viel besser. Ich wollte wissen, wer mich abgeholt hat und wer mich geholt hat und wer meine schweren Sachen trägt. Wenn das wissen, dann zeige ich es euch. Ja, der Gasti. Hallo. Es ist sowieso immer so wie eine Achterbahn. Manchmal geht es wieder ein bisschen hoch, hat sie sich gefangen, ist sie vielleicht ein halbes Jahr sauber und dann geht es wieder steil bergab. Dann macht sie jenste Therapien, Entzüge. Also Therapie. Sie hat ja noch nie eine Langzeittherapie gemacht. So ist es ja nicht. Sie ist auch noch nie weg. Das wird sie ja nie machen. Sie will bei ihren Leuten bleiben. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weil sie nie sauber bleiben kann. Ich sage, sie glauben irgendwie... Ich sage jetzt mal anders, ich hoffe, dass sie es schafft.
Ob ich daran glaube oder nicht, ja, aber ich hoffe es. Ich hoffe es einfach ganz, ganz, ganz fest für sie vor allem und vor allem für uns auch. Yeah, Mann, das sind Junge! Yeah! Ja, ist das junge Schwänchen? So herzig! Yeah! Schön, der Reihe nach am Mami nach. Jetzt hat sie, glaube ich, ein Problem, weil jetzt stellt die Pfadern auf und schützt die Kleinen. Es ist ja, ich habe immer so, ich weiss, an einer Weihnacht, wo sie plötzlich wollte gehen. Das hat mich so mögen und er hat das Gefühl, lass sie doch einfach. Aber es war für mich so ein schlimmer Moment. Und ich weiss, ich habe mich auch gelöst von ihr. Ich habe mich also gelöst, nicht innerlich gelöst, aber ich habe sie wie einfach loslassen. Aber dann weiss ich, dann kam plötzlich wieder das, wo ich es wieder heben und sage, Sarah, ist noch nicht besser, kannst nicht. Ja, ich glaube, sie hat schon eine krasse Zeit durchgemacht, meine Mami, aber sie ist dafür jetzt auch mega stark. Also dafür, ja, sie ist eine mega taffe Frau. Eigentlich eine coole Frau. Wir sind uns nämlich schon ein bisschen ähnlich. Ja, und ich glaube, Power habe ich von ihr viel geerbt. Wo sie dann, also ja, mit dem Kopf und dem Herz und den Händen sie arbeiten können. Entweder soll sie Plakat malen oder sie sollte etwas bauen oder irgendetwas einfach gestalten. Und mein Tape ist eigentlich fertig. Ja, ich habe alles gegeben auf dem Tape. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Sarah. Tschüss zusammen. Ja, aber es hat einen guten Film gegeben, das ist die Hauptsache. Aber nicht über Junkies, da kann es noch einen Scheißfilm geben. Absolut. Nein, vielleicht ist es ist wichtig, dass Menschen die Realität mal sehen, wie die Realität ist. Das ist nicht dass Realität. Es Randständige gibt, dass es Junkies gibt, dass die auch existieren, dass die auch Gefühle haben. Das weiss wahrscheinlich jeder, dass die Gefühle haben, aber die wollen es ja zum Teil so. Ich habe kein Mitleid mit diesen Menschen. Ja, aber ich... Und die Realität ist das eben. Eben ist es nicht die Realität. Doch, es gehört aber zu der Realität, Nein, für mich nicht. Ja, jetzt hast du sie gerade angeguckt. Das ist gut. Sarah, kannst du aufhören?